middle of the street. Wow. That was fucking bizarre. I wasn't gonna say something because I'm videotaping, but what the fuck was that? Elf ears. What the fuck? I was trying to like not say anything because I'm videotaping. Einen Trip nach Europa gemacht. Komplett verrückt. Wir sind hier auf dem Hauptproduktionscampus von Huawei oder auch Huawei, wie man in Deutschland sagt. Der komplette Campus ist riesig und die haben quasi europäische Städte nachgebaut. 12 europäische Städte, in denen über 55.000 Mitarbeiter arbeiten und auch untergebracht sind. Und ja, als ich von dem Platz hier erfahren habe, wollte ich natürlich hier hin, habe mal ein bisschen rumgefragt und eigentlich war es dann so eine Verkettung glücklicher Zufälle, weil eine Studentin, die ich kenne, ihr Vater kennt jemand, der jemand kennt, der bei Huawei arbeitet und der in entsprechender Position ist, um uns hier reinzubringen. Das wäre wahrscheinlich eine riesengroße Touristenattraktion in China, wenn das öffentlich wäre, aber ja, es ist nicht einfach hier reinzukommen. Wir sind auch durch einige Sicherheitsschleusen gekommen hier und ich war mir auch bis vorher nicht ganz sicher, ob wir überhaupt reinkommen, weil wir reisen noch mit 2 Amerikanern und die politische Lage zwischen Huawei und der USA ist ja gerade ein bisschen angespannt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ja, auch witzig, wie wir hergekommen sind. Ich bin nämlich gefahren, ohne Fahrerlaubnis in China. Ja, also die Studentin, die uns geholfen hat, hierher zu kommen, ihr Vater hat uns freundlicherweise ein Auto bereitgestellt, das ich dann gefahren bin, weil ich ein Auto fahren kann. Allerdings Führerschein hatte ich nicht, war aber auch egal. Ziemlich witzig in China zu fahren. Ich habe auch die Hupe nur 4-mal benutzt in den 5 Minuten fahren. Nicht so wie die. Also ich würde sagen, ich fahre besser als der durchschnittliche chinesische Taxifahrer. Ja, auf jeden Fall lief es dann so ab, wir haben hier unsere Kontaktperson getroffen, also schon auf der Straße und sind der dann quasi hinterhergefahren und durch einige Sicherheitsschleusen durch, ziemlich krass, also alle paar Meter stand wieder ein Polizist mit Schranke und hat wieder unsere Art Aufenthaltsgenehmigung kontrolliert und ja, jetzt steht das Auto hier in der Parkgarage und wir sind drin im Huawei Campus und es ist einfach beeindruckend. Es ist super heiß, deswegen schwitze ich auch so. Wir haben 37 Grad hier draußen. Aber wie praktisch, dass auch Huawei hier einen künstlichen See hingestellt hat vor die nächste Stadt. Ich weiß gar nicht, welche Stadt jetzt genau hinter uns ist. Wir haben gerade Paris hinter uns gelassen und einfach beeindruckend. Wow. Ja, Huawei hat den kompletten Campus in 2 Jahren gebaut für ungefähr 12 Milliarden Euro umgerechnet. Oh, jetzt muss ich leider warten. Okay. Ja,
komplett behindert. Wir wissen noch nicht, ob wir später auch in die eigentliche Produktion gucken können. Wir sind noch mit unserer Begleitperson unterwegs. Vielleicht kann der uns irgendwo reinbringen. Und vielleicht kann der mir auch noch eine Drehgenehmigung für meine Drohne besorgen. Ich habe nämlich auf der Herfahrt meine Kamera verloren. Deswegen filme ich jetzt mit dem Handy. Ich entschuldige mich für die schlechtere Bildqualität. Ja. Ja, hinter mir sieht man zum Beispiel noch auch, wie detailreich die Mauern hier modelliert sind. Die sehen so echt aus und ja, schlussendlich ist einfach nur ein bisschen Beton, welches, ja, wo die Vorderseite modelliert ist, gigantisch. Und das Ganze macht ja, das sieht so real aus alles hier. Krass. Ja, wie man sieht, benutzen die hier Gesichterkennungssoftware für ihre Mitarbeiter als Zutrittskontrolle. Ich werde leider nicht reingelassen. Ja, interessant zu wissen ist vielleicht, dass man in Amerika die Geräte gar nicht kaufen kann. Also Huawei-Geräte, weil die US-Regierung Angst hat, dass die Chinesen da Spionage-Software drauf installiert haben. Ja, einer von den Amerikanern kannte die Marke nicht mal, obwohl das der weltweit drittgrößte Hersteller für Smartphones ist, nach Apple und Samsung. Und ja, die Smartphones werden natürlich wie auch bei Apple und Samsung in China produziert, hier in Dongguan. Und ich habe auch ein Huawei-Phone, mit dem ich auch gerade filme. Und ja, jetzt ist wieder zurück in seiner Heimat, in dem schönen Europa.